Ich wette, 90% von euch haben das Spiel so angefangen, sie haben alle Helden gleichzeitig aufgelevelt, alle Truppenarten, haben Technologie erforscht, die sie gar nicht benötigen. Und in diesem Video hier in Last Set Survival Shooter schauen wir uns mal die Truppenformation an. Wie kannst du stärker werden? Was ist die beste Fraktion? All das gehen wir hier in diesem Video durch. Wenn du Fragen hast dazu, schreib es gerne in die Kommentare. Und ich habe in der letzten Zeit viele Kommentare bekommen oder auch Nachrichten, wo zum Beispiel gefragt wird, wie kann ich meine Truppenart einer Formation zuweisen? Richtig, das habt ihr gut gemerkt. Man kann im Spiel die Truppenformation nicht so bearbeiten, wie man es aus anderen Spielen kennt. Wir gehen mal kurz zu der Formation 1, zum Gebäude. Und wir sehen hier unsere Helden. Das heißt, wir können die Helden hier hin und her switchen. Wir können sie auch per Drag and Drop an den Positionen verstellen. Wichtig hierbei ist, hier hinten die beiden. Ja, also ich nehme sie mal hier hoch. Die hier. Die beiden da vorne, das sind die Verteidiger. Ja. Die drei hier hinten, also umgedreht jetzt, das sind die Schadensmacher, ja, also die Damage Dealer. Das heißt, ihr solltet immer eure Tanks, also die Verteidiger, nach vorne packen und die am meisten Schaden machen, also die Damage Dealer, hier die 3 Stück nach hinten. Ja? Das heißt, die laufen ja dann so los, ne? Und die beiden vorne verteidigen und die 3 hinteren, die machen halt den Schaden. Okay, gut, jetzt kommen wir mal zum Thema zurück, und zwar die Zuweisung der Truppenarten. Okay, es ist ziemlich creepy, weil es gibt hier kein Gebäude, wo du das managen kannst. Okay, und wie weisen wir nun die Truppenart einer Formation zu? Das ist ganz einfach. Wir gehen mal hier auf die Weltkarte. Wir suchen uns einen PvE-Gegner. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr PvP spielt. Wir gehen auf Attack und wir gehen auf das Zahnrad, was ihr hier seht. Ihr seht jetzt eure Truppenformation, die 1, weil hier oben steht die 1, mit der 1 greift ihr an. Okay, ich habe hier die Wings of Dawn Helden und hier unten könnt ihr auf Soldaten tippen. Ja? Nun seht ihr hier Sultai, ja, du hast hier T8 drin und das ist aber sehr gut, weil bei dir ist das irgendwie komisch. Manchmal ist es auch gemischt. Das heißt, ihr solltet ja, wenn ihr Wings of Dawn spielt, mit Shooter spielen und nicht mit Assaulter oder Rider. Ja? Das funktioniert nicht. Da habt ihr keine Buffs. Ja? Von daher ist es enorm wichtig, wenn du PvE machst oder PvP, dass du hier immer auf das Zahnrad tippst. Und wenn du willst, dass das System dir keine T7-Truppen reinstellt anstatt T8, oder T8 anstatt T9 oder T9 anstatt T10, obwohl du T10-Truppen hast, dann gibt es hier das I, ja, das sagt dir, okay, wenn du hier das Häkchen drin hast, wählt das System automatisch die Truppen aus. Das wollen wir aber nicht, weil ihr könnt ja mal gucken, wenn ich jetzt hier rauf tippen würde, würde ich hier mit den beiden Truppenarten angreifen. Das möchte ich aber nicht. Wir gehen zurück, machen das Häkchen raus, gehen wieder auf das Zahnrad drauf, wieder auf Soldaten und zack, hat das System genau die Truppenart genommen, die ich auch benötige und auch die höherwertige. Ja? Okay. Das dazu, also wie gesagt, die Truppenformation könnt ihr, wie gesagt, an der Mauer bearbeiten. Die Truppenart allerdings nur, wenn ihr einen Gegner angreift, sei es im PvE oder PvP. Sehr wichtig ist, dass ihr das Häkchen rausnimmt, weil euch das System sonst, wie gesagt, niedrige Truppen oder andere Truppenarten zuweist. Das wollen wir nicht. Und achtet immer darauf, dass ihr immer nur eine Fraktion spielt. Ja, also keine gemischte Formation. Also ich zeige euch das nochmal. So, das sind wir in anderen Videos auch schon mal durchgegangen. Also ich spiele hier die Wings of Dawn und erhalte hier den kompletten Bonus, 115% und hier auch nochmal 10%. Wenn du das jetzt mischt, hast du diese Prozentzahl nicht. Das ist dann viel niedriger oder bis gar nicht. Deswegen konzentriere dich auf eine Fraktion. Okay, Sultai. Ja, wie kann ich mich denn jetzt ein bisschen stärker machen? Das ist auch ziemlich einfach. Und zwar gehen wir hier mal in unseren Kampfberichten rein. Ja, ich wurde im letzten Kampf ziemlich auseinandergenommen. Ich wurde fast genullt. Wir nehmen uns mal hier den Kampfbericht raus. Und dann seht ihr hier euren Kampfbericht. Und anhand des Kampfberichtes könnt ihr sehen, wo ihr ein Defizit habt. Wir scrollen nämlich nach ganz unten. So, hier sind die Basisstatistiken, ja, die Stats. Hier sieht man, Base Damage habe ich einen höheren Wert als der Gegner. Darauf kommt es aber nicht an. Wir gehen nämlich zu den Troop Stats. Und wir sehen hier, okay, mein Gegner hat 86% mehr Truppen-HP. Er hat über 2000 Prozentpunkte mehr Angriff, über 1400 mehr Verteidigung. Und jetzt kannst du anhand
dieser Merkmale gucken, wo du dich am besten noch verbessern kannst. Ne? Wir tippen auf den Pfeil und wir sehen, okay, er hat bei den Lebenspunkten mehr Prozente, weil er bessere Helden hat, ne? Nämlich 62,5%. Er hat eine bessere Technologie als ich. Er hat ein besseres Fahrzeug, ne? Also die Modifikation. Genauso wie bei Angriff. Na, guck mal, hier ist sogar die Struktur mit drin. 58% hat er und ich habe 21,8%. Na, das sind die Gebäude. Genau, dann habt ihr noch den Fraktionsbonus, da ist er auch besser. Ein extra Bonus, da könnt ihr immer auf das i tippen und gucken, okay, ja, da habe ich ein Defizit, da könnte ich aufholen und dann kann ich es besser machen. Ja? Also wie gesagt, geht euren Kampfbericht durch, guckt ganz genau, wo ihr ein Defizit habt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Kampfgeschehen, wie das aussieht, könnt ihr in den Log reingucken. Und dann seht ihr hier ganz genau, okay, wie viele Truppen hat er mir in welcher Runde weggenommen. Na? Also ich war jetzt zum Beispiel so schwach, dass er tausende Truppen vernichtet hat. Wichtig ist nämlich auch, und das zeige ich euch mal, dass ihr eure Krankenhäuser immer mit dem Level des HQs hochzieht. Ne? Ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich bin bei 17 hier. Oh Gott, Schande auf mein Haupt. Ja? Ihr müsst das immer mit hochleveln, weil wenn ihr angegriffen werdet, habt ihr Verletzte. Ne? Das Krankenhaus hat aber nicht so eine hohe Kapazität. Das heißt, wenn ihr ein hohes Krankenhaus habt, habt ihr auch viele Verletzte, die dort gelagert werden wollen. Ja? Habt ihr mehr Verletzte, als wie euer Krankenhaus lagern kann, ja? Oder aufnehmen kann, dann sind die Truppen weg. Die sind tot, Fujikalo, ja, dann gibt es keine Truppen mehr. Von daher achtet immer darauf, dass das Krankenhaus, das Gebäudelevel hoch genug ist, damit ihr nicht so viele Verluste habt. Ja? Okay, jetzt sind wir schon ganz viel durchgegangen. Wie gesagt, ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt kommen wir aber mal zu dem interessanten Teil des Videos, und zwar, welche Fraktion ist für mich am besten, ja? Oder welche Fraktion gilt oder ist am besten für welche Situation? Das gehen wir jetzt mal durch. Okay, also pass auf, wir gehen jetzt mal die 3 Fraktionen durch. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ne? Also das zählt auch für alle Seasons, also von Season 1 bis Season 5. Ne? Das ist eine kleine Hilfe für euch. Und Platz 1 geht für mich an die Wings of Dawn, also Shooter. Ja? Warum? Sie haben eine starke Skalierung. Ne? Die kannst du über mehrere Seasons spielen. Die sind immer top, die sind immer gut. Diese Meta ist krank. Also die ist perfekt auch für PvE-Gegner oder für Bosse. Und ihr habt da auch 3 Helden, die sehr stark miteinander harmonieren. Naja, vielleicht sogar 4. Das ist einmal Scarlet, ja, Alma, Liliana und Nyx. Und natürlich auch Laura. Da haben wir ja schon 5 Stück. Ja, also wie gesagt, in weiteren Seasons gibt es mehr Helden. Kommen wahrscheinlich auch bald mal neue Helden raus. Aber so diese 5 Helden sind echt stark. Ja, die solltet ihr nicht außen vor lassen. Und natürlich sind die Shooter besser zu spielen oder besser zu managen als zum Beispiel die Rider. Auf Platz 2 steht bei mir Blood Rose, ja, also Assaulter, also Nahkampf. Ja. Warum Platz 2? Also sie haben einen hohen Schadensoutput. Ja. Sie machen Schaden, sie machen guten Schaden. Sie sind sehr stark im PvP. Also es gibt auch sehr gute Helden in dieser Fraktion. Zum Beispiel Selina und Bella, die harmonieren perfekt miteinander zusammen. Und wenn du die Blood Rose spielen möchtest, müsstest du eventuell mehr investieren, um diese zu maximieren. Ja? Auf Platz 3 stehen für mich die Riders, Guard of Order. Die können sehr stark sein, wenn ein Setup hoch genug aufgelevelt ist. Und sie sind weniger verbreitet und sie sind für viele Spieler schwerer zu spielen, oder zu optimieren, aufzuwerten und aufzuleveln. Ja. Ihr seht, es gibt ganz viele Variationen und Varianten hier im Spiel. Also Platz 1, Wings of Dawn, geht immer. Dann kommt Blood Rose, Assaulter und zu guter Letzt Guard of Order mit den Riders. Okay, gut. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt was lernen können. Ansonsten schreibt gerne was in die Kommentare und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, und macht's erstmal gut. Warte mal, diese Tante hier unten, ne? Die kriege ich gar nicht weg. Ne? Die geht mir auf die Nerven. Kann ich die irgendwie wegmachen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ich den Kopf da wegkriege. Ansonsten, ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe keine Einstellung gefunden. Ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut. Bis dann. Euer Sultai.